Wir geben euch regelmäßig Updates über den Zustand der Infrastruktur in den Hochwassergebieten. Sehr oft befassen wir uns dort mit dem Thema Mobilfunk. Heute gucken wir mal, was beim Festnetz passiert ist. Und anhand der Betriebsstelle hier in Altena wird dann auch wirklich mal das Ausmaß der Zerstörung deutlich. Die A ist in der Nacht über das komplette Dach drüber gelaufen. Das heißt, die komplette Betriebsstelle stand unter Wasser. Fenster sind geborsten, die jeweilige Technik ist rausgespült worden. Das heißt, anhand dieser Betriebsstelle kann man sehr deutlich sehen, hier muss eine komplett neue Infrastruktur aufgebaut werden. Ein echter Kraftakt. Sehr oft kommt die Frage nach dem Hochwasserschutz in Bezug auf unsere Betriebsstellen. Dazu vielleicht ein paar Worte an dieser Stelle. Die Deutsche Telekom hat bei ihren Betriebsstellen immer einen Standard, der dem Hochwasserschutz des jeweiligen Ortes geschuldet ist. Das heißt, auch hier an dieser Betriebsstelle war ein Hochwasserschutz in angemessener Höhe vorhanden. Doch in einer Extremsituation wie hier an der Ahr bei einem Fluss, der sonst unter einem Meter Wasser führt, was plötzlich auf 8 Meter hinausgeht, hätte es niemals einen vernünftigen Schutz geben können. Eventuell muss diese Betriebsstelle hier sogar komplett abgerissen werden bis auf die Grundmauern und dann einmal komplett neu aufgebaut werden. Doch damit ist es dann am Anfang noch lange nicht getan, denn das ist nur der erste Schritt. Wenn wir uns unsere Netzstruktur einmal genauer anschauen, dann sieht man, die Vermittlungsstelle ist dort der Startpunkt. Von dort aus verlaufen dann die weiteren Leitungen jeweils zu den grauen Kästen am Straßenrand und von dort aus jeweils in die Häuser. Und auch diese Infrastruktur müssen wir hier in Altena komplett neu aufbauen. Aufgrund der immensen Zerstörung der Festnetzinfrastruktur werden in unserer nächsten Notfallmaßnahme hier im Ort nun zunächst die Mobilfunkkapazitäten erweitert.